Hello. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Alright, I'm ready. Mein Name ist Karin Foppe, ich bin 78 Jahre alt. Me llamo María, soy de Sevilla, España, pero vivo en Manchester, Reino Unido. I'm Andrew Brown. I'm a 61-year-old British citizen living in the Republic of Ireland. Tak więc nazywam się Asia, mam 18 lat. Ich bin Merle, ich komme aus Hamburg, ich studiere gerade in Berlin Jura und ich bin 23 Jahre alt. Bonsoir, bonjour. Donc je m'appelle Benoît, je viens de Belgique. Mijn naam is Hendrik en ik ben dus een Mi chiamo Frederik Jokim, ho 45 Ich anni. bin die Katharina Weigel, das ist der wir wohnen Bruno. Voilà, c'est Bruno. Die Flüchtlingskrise, der Brexit, die fehlende Demokratie. Wir haben uns gefragt, was ist eigentlich los mit Europa? In unserem Alltag konnten wir darauf keine klare Antwort finden. Deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht. Raus aus unserer WG, weg von unserem gewohnten Umfeld in Hamburg. Wir, das sind Tim, Felix und Ina, haben unser Studium abgeschlossen, unsere Wohnung gekündigt, das Nötigste für eine lange Reise gepackt. Als neues Zuhause für die kommende Zeit haben wir ein Van ausgebaut. 9 Monate lang dienten uns zu dritt 8 Quadratmeter als Wohnraum. Schon das, ein kleines Abenteuer. Wir wollten allerdings kein reines Reiseabenteuer erleben. Vielmehr interessierte uns, wohin steuert die Union in Europa? Wir wollten verstehen, welche Sorgen hat ein Farmer in Nordirland? Welche Wünsche für die Zukunft hat eine Nonne in Belgien? Welche Ideen hat ein Anwalt aus Ungarn? Wir sind losgezogen, um all diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Dabei haben wir viele Menschen getroffen und mit ihnen über ihr Leben und ihre Ansichten zur Europäischen Union geredet. Ihre einzelnen Geschichten haben uns sehr berührt. Ihre Träume und Lösungsideen für eine bessere Gemeinschaft wollen wir mit dieser Dokumentation mit dir teilen. Wir wollen kein gesamtheitliches Meinungsbild darstellen, sondern einzelnen Menschen eine Stimme geben. Das Filmprojekt, ein weiteres Abenteuer. Noch nie zuvor haben wir etwas dergleichen auf die Beine gestellt. Doch wir waren uns sicher, das funktioniert irgendwie. Wir sind auf eigene Faust losgezogen, nur unser Interesse hat uns angetrieben. Somit dachten wir, können wir einen möglichst unabhängigen Film produzieren. Während unserer Reise haben wir 30.000 Kilometer zurückgelegt. Dabei haben wir mit 65 der 510 Millionen Einwohner der EU vor der Kamera gesprochen. Mit Menschen aus allen 28 Mitgliedstaaten. Dankbar sind wir für jede einzelne Begegnung. Doch nicht nur die Menschen, denen wir auf unserem Weg begegnet sind, haben diese Reise zu einer unvergesslichen Zeit gemacht. Auch die Schönheit Europas hat uns fasziniert. Wir haben viel über die europäischen Länder gelernt. Die geografische Lage, die Größe der Länder und den ein oder anderen erheiternden Fakt. Auch das wollen wir dir nicht vorenthalten. Wir laden dich ein, zwischen den Interviews gemeinsam mit uns die natürliche Vielfalt Europas entlang unserer Reiseroute zu verfolgen und dabei etwas Neues über diesen Kontinent zu erfahren. Vor der Reise dachten wir, es wird bestimmt schwer, mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen. Schließlich gibt es innerhalb der Europäischen Union 24 verschiedene Amtssprachen. Und schon in Deutschland, einem Land mit 20 Dialekten, ist es nicht immer leicht, sich zu verständigen. Doch wir haben es probiert, mit Kommunikation. Dabei haben wir festgestellt, ein Gespräch kann stets zustande kommen, wenn sich alle freundlich begegnen. Ganz egal, welche Sprache oder welchen Dialekt man spricht. Durch die Gespräche von unterwegs haben wir vieles gelernt. So zum Beispiel, dass Luxemburg ab 2020 als erster Staat weltweit den öffentlichen Nahverkehr für alle kostenlos machen möchte. Und dass in Belgien knapp 1/3 der Einwohner ausländischer Herkunft sind, die Hälfte davon aus Staaten der EU.
Die Niederlande war neben Luxemburg, Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien eines der Gründungsmitglieder der Europäischen Union. Das war im Jahr 1957. Frankreich ist das flächenmäßig größte Land der EU, fast 2000 Mal so groß wie Malta, das flächenmäßig kleinste EU-Land. Doch erstmal genug zur Gründungsgeschichte, Sprachen und Flächenverteilung unserer Union. Wir haben uns gefragt, was spüren Menschen wie du und ich überhaupt von der Europäischen Union in ihrem Alltag? What's the EU's influence on your own personal life? What do you feel? Not so much, really. Not very much. Нет, в повседневной жизни никаких, no. If I'm honest, I'm totally not interested in what the EU is doing. I don't feel a heavy burden on them, you know. I don't wake up in the morning and go, oh, the European Union. Oh no, I never do that. You just wake up and you get on with life. Eurovision. Ich denke mal in erster Linie das Reisen, dass man grenzübergreifend ohne große bürokratische Hürden reisen kann. Innerhalb von 10 Minuten sind wir über der französischen Grenze und so. Das merke ich natürlich an meinem Alltag. Und dass ich auch gerade in Lützeburg so viel internationale Leute kennenlernen, also die so viele verschiedene Sprachen geschwatern. Ja sama uczestniczyłam w wymianie do Niemiec, która umożliwiła mi poznanie nowych ludzi, nowych właśnie kultur. Personal impact in my daily life, the European Health Insurance card, that's really good. I use that to get GP appointments for free all the time, so that's awesome. Můžu jít do obchodu, koupit si potraviny z jiných zemí, ze Španělska, z Itálie, ovoce. Je pense qu'il y a plus d'échanges qu'avant, c'est plus facile puisque il y a l'euro, donc voilà, on n'a pas besoin d'échanger les monnaies. Man šķiet, ka es tiešām varu justies droši vietā, kurā es dzīvoju, Latvijā, jo es zinu, ka ja kaut kad, jebkas notiks, jebkāda veida konflikts vai kaut kas, tad Eiropas Savienība noteikti mums neļaus palikt vieniem. Pero bueno, veo muy pocas cosas de la Unión Europea que nos a día, que nos pueda beneficiar. Усещам всекидневно субсидиите, които се отпускат от Европейския съюз за земеделие и развитие на селските региони, допринасят повече вреда, екологична и социална, отколкото положително действие. Dosta velika promjena je ta da možemo pisati EU projekte. Dakle, možemo dobivati fondove, ne znam, za popravljanje škola, za razne udruge, za radionice, za svašta, sve moguće. I druga stvar je pritisak koji se radi na našu vladu da se što više smanji korupcija, što ne ide baš pretjerano najbolje. Hát biztosan sokat fejlődött Magyarország, mivel ugye nem tudnak mindent ellopni, de hogy jobb is lehetne az Európai Uniónak a behatása Magyarországra, mint amilyen most, hogyha nem lopnának annyit az emberek. Ik denk dat de EU echt wel een goed project is dat iedereen heeft samengebracht in Europa. Wat ook heel tof is als je voor het Europa rondreist. Iedereen voelt zich echt wel Europees en zeker voor landen die misschien een weinig nationalistische zingeving hebben, zoals bijvoorbeeld België, zijn er heel veel mensen die echt wel nog meer Europees voelen als Belg, bijvoorbeeld. Pe mine mă influențează Europa, aș putea să zic zilnic, datorită faptului că mă simt european. Actualmente no me suelen afectar las decisiones más allá de el caso que está pasando ahora del Brexit, que obviamente sí que me afecta tanto por el lado del Reino Unido, porque es el país donde vivo, como por el lado europeo, porque soy una ciudadana europea. No, mulle on ehkä just työn kautta ollut oleellisinta se, että
Euroopan kautta pystyy kuljettamaan tavaraa helposti ja miten se on nopeaa ja vaivatonta ja esimerkiksi miten Brexit nyt tulee vaikuttamaan siihen aika ratkaisevasti todennäköisesti. I would say when we leave we'll feel the effects of the being out of the EU, but now because I've grown up with it, like I don't know anything different. Do you know, honestly, Felix, now, I just, me personally, I can't be bothered. I really, it's not going to affect me at the age of 70. It's not going to affect me too much, I hope. Wir haben mit Menschen gesprochen, die keine Auswirkung der Europäischen Union in ihrem Alltag spüren. Mit Menschen, die die Reisefreiheit zerschätzen und mit Menschen, die sich über die Bürokratie beschweren. Außerdem haben wir herausgefunden, dass sich Menschen in ganz verschiedenen europäischen Ländern als Europäerinnen und Europäer fühlen. Und dass der Brexit viele Menschen in unterschiedlichen europäischen Ländern beschäftigt. Doch neben all dem Brexit-Chaos vergessen wir manchmal, dass auch im Vereinigten Königreich nur Menschen wie wir leben. Mit denselben Lebensproblemen. Für manche dieser Probleme hat die britische Politik allerdings Abhilfe geschaffen. Im Vereinigten Königreich gibt es die erste Einsamkeitsministerin weltweit. Diese kümmert sich um die zunehmende Vereinsamung der Bevölkerung. Ob nun mit oder ohne EU. In Irland gibt es dafür so viele Schafe pro Kopf wie in keinem anderen EU-Land. Auf jede Person kommt hier im Schnitt ein Schaf. In Spanien gibt es die größte Wüste der Europäischen Union, die Bardenas Reales. Wenn du an Portugal denkst, kommen dir als erstes schöne Strände und Sonnenschein in den Kopf? Auch das haben wir erlebt. Außerdem haben wir die längste Brücke Europas bewundert. In Lissabon erstreckt sich diese über 17,2 Kilometer. Auch abseits der kulturträchtigen Städte wie Venedig und Rom hat Italien viel zu bieten. Über 75% der Landschaft bestehen aus Bergen und Hügeln. Nahe an Italien liegen die 3 Inseln, die das Staatsgebiet Malta bilden. Es ist das EU-Land mit den wenigsten Einwohnern. Auf dem Weg zu antiken Sehenswürdigkeiten auf der wunderschönen Insel Zypern musst du gut aufpassen. Hier herrscht Linksverkehr, ein Andenken an die Zeit als britische Kolonie. Anschließend ging es für uns nach Griechenland, die Wiege der Demokratie. Erste Formen unserer heutigen Staatsform haben sich in Athen schon vor über 2500 Jahren entwickelt. In einer Demokratie ist es besonders wichtig, sich gegenseitig zuzuhören. Mit genau diesem Ziel sind wir auf unsere Reise gegangen. Wir wollten viel erfahren, so zum Beispiel, was spüren verschiedene Menschen von der EU in ihrem Alltag und was finden sie positiv an der Union. Wenn Sie so darüber nachdenken, was ist denn so das, was Ihnen am besten gefällt derzeit? Wenn Sie sich die EU angucken, was würden Sie so sagen, das ist so die Sache, die, keine Ahnung, die so heraussticht aus allen Sachen? Das ist eine sehr gute Frage, weil als Erste, was aufkommt, ist oft, für mich ist alles, was vielleicht nicht geht. Ja. Für mich war es wichtig, gerade im Anfang, dass auch Frankreich, Deutschland sich zusammengesetzt haben, diese Bereitschaft hätte. Tinerii din ziua de astăzi nu știu și nu înțeleg valorile pe care le-a avut Europa la începuturi. Damals wurde die EU ja gegründet, um so eine feste Verbindung, um so eine feste Gemeinschaft zu schaffen, dass man nicht mehr, dass es im Prinzip praktisch unmöglich ist oder praktisch gegen die eigenen Prinzipien läuft, im Krieg miteinander zu gehen. Penso che sia la cosa più importante che questo sogno dell'Unione Europea può dare a tutti voi e ai nostri figli è la pace tra i popoli. The positive thing I would say was the freedom of travel. Lo mejor es no hay fronteras. Na, was Positives ist doch das, dass ich von Deutschland bin und ohne Probleme durch die EU natürlich nach Österreich ziehen konnte und hier leben kann und arbeiten kann und Familie haben kann und jederzeit nach Deutschland fahren kann, gell? Stichwort Schengen-Aufkommen. Joo niin, ja helppo matkustaa, sama raha. Se tekee jotenkin helpommaksi se liikkumisen Euroopassa. Was ist positiv an der EU? Natürlich, dass wir hier
Rechtsstaat haben, dass wir hier Pressefreiheit haben, sehr, sehr wichtig, finde ich. Dass wir Religionsfreiheit haben, natürlich für mich als Muslim sehr, sehr wichtig. Man šeit cilvēki Eiropas Savienībā ir tik ļoti pieraduši pie tā, ka mēs esam pilnīgi brīvi, ka mēs jau esam aizmirsuši, kāds varētu būt bez tā. Donc je pense que les aspects très positifs de l'Europe sont le fait d'avoir l'ouverture des frontières, pouvoir échanger, aider les pays à échanger leurs biens ensemble, et donc à influencer le marché économique européen. Wir sind im Grunde ja ein kleineres Land und dadurch, dass wir Europa sind, können wir auch mit größeren Staaten wie Russland und die USA haben wir auch mehr Macht und können dadurch auch vielleicht ein bisschen mehr bewegen, als wenn wir alleine wären. Живеенето, не говоря за България, говоря за Съюза. Живеят много добре. I think it's important that with the European Union, countries have achieved standards in living. Ja, mislim, da ni boljše za Slovenijo, da ne bi bila v Evropski uniji, ker smo zelo majhna državica. I suppose we did benefit, you know, we got money from the European Union to do our roads and things like that. Ich spüre schon, dass vieles zum Positiven geändert ist. Allgemein die Wirtschaft und der Handel zwischen den europäischen Ländern. Even food, like introducing food within people's diet. Italian food, French food, German bread. I mean, who can live without German bread now? So it really does, on so many levels, it is such an educator. Zapewnia ochronę w przypadku jakichś niekorzystnych sytuacji, a także dążenie do wspólnych wartości, czyli równości, sprawiedliwości czy tolerancji. Az, hogy van egyfajta európai érzés, ezt mindenképpen nagyon pozitív dolognak érzem. Vsi smo povezani in moramo delovati enako oziroma podobno. Vsi smo odvisni eni od drugih. En člen, če ne deluje tako, kot mora, pač ne gre, ne? Tako kot v družini. Pač moraš biti povezan, pa skupaj držati. Entonces, ese sentimiento de comunidad, de que de alguna manera somos todos hermanos, no tanto ideológicamente como físicamente, en el sentido de que esta comunidad tiene esa serie de políticas, requisitos, acuerdos que nos unen a todos, me parece algo muy positivo, porque siempre la unión hace la fuerza. La chose magnifique, c'était cette union de peuples avec une proximité géographique, certes, mais dans l'idée qu'on est tous frères, parce qu'on est tous des humains, on a tous, même si on n'a pas la même peau, si on se coupe, on a tous le même sang, on a tous les mêmes os. Donc c'est ça, c'est ce sentiment-là d'appartenir à la même fratrie. C'est ça l'important dans une union, quelle qu'elle soit. Voilà, européenne parce que c'est quelque chose de géographique, mais on est tous citoyens du monde, avant tout. Zu den positiven Seiten der Europäischen Union fielen den Interviewten ganz verschiedene Sachen ein. Von Frieden und Freiheit über wirtschaftliche Vorteile bis hin zu einem Europagefühl.
Wir haben auf unserer Reise gelernt, dass viele unserer Miteuropäerinnen und Europäer die Zusammenarbeit innerhalb der Staatengemeinschaft schätzen und dass wir miteinander verbunden sind wie eine große Familie. Unsere europäischen Geschwister haben wir auch in Bulgarien kennengelernt. Die Kommunikation kann hier jedoch herausfordernd sein. Bulgarisch ist die einzige Sprache in der EU, die sich am kyrillischen Alphabet bedient. Rumänien hat uns im Winter begrüßt. Wir waren hin und weg von der atemberaubenden Natur. Erfahren haben wir außerdem, dass es die noch größten erhaltenen Urwälder Europas in Rumänien gibt. Der Ursprung der ungarischen Sprache liegt im Uralgebirge, ebenso wie die finnische und estnische Sprache. Trotzdem können sich Einwohnerinnen und Einwohner aus Finnland, Estland und Ungarn nicht ohne weiteres verständigen. Wusstest du, dass Kroatien als bisher letztes Land der EU beigetreten ist? Das war im Jahr 2013. Es ist das bisher zweite Land aus dem ehemaligen Jugoslawien, das der EU beigetreten ist. In Slowenien, das bereits 9 Jahre vor Kroatien beigetreten ist, haben wir Bärenspuren entdeckt. In den Bergen und Wäldern Sloweniens leben noch über 400 Braunbären. Von Slowenien nach Österreich. Du denkst an Berge, grüne Wiesen und Kühe? Nicht ganz falsch. Österreich ist bei biologischer Landwirtschaft EU-Spitzenreiter. Mit der stetigen Weiterreise bekamen wir einen immer besseren Einblick in die verschiedenen Länder und die gemeinsame Union. Das Ziel der Reise ist neben dem Entdecken der Schönheit Europas, die Sorgen der Einwohnerinnen und Einwohner zu verstehen. Wir wollten wissen, was sich ihrer Meinung nach in unserer Gemeinschaft ändern muss. Can you also think about something negative you associate with the European Union or any criticism? Nie widzę, szczerze mówiąc, żadnych negatywów. Jeżeli chodzi o negatywne aspekty, to myślę, że na tą chwilę nie ma takich. Wiele młodych ludzi widzi aspekty negatywne, ale my, jeżeli jesteśmy w wieku średnim, czyli tak naprawdę około 40 lat, pamiętamy dobrze, jak to było w czasach komunizmu. No, I can't think of anything that's really negative. On a very light level, yeah, different languages. Yeah. I mean, if we all spoke the same language, it would be fantastic. In erster Linie Bürokratie. Das ist das größte Problem, wie ich finde. Wir haben zu viele Gesetze, zu viele Reglementierungen, wir haben blödsinnige Reglementierungen. Die EU, die reglementiert immer nach oben und komischerweise vorrangig Steuern. Sozialleistungen viel weniger. Ne? Mindestlohn muss nicht sein. Aber Mehrwertsteuer muss sein. There's a lot of regulations, rules and regulations on how to operate the common market. And especially for farmers. Paljon säädöksiä, kaikennäköisiä turhuuksia tuntuu, että ainakin maajussella tuntuu olevan ainakin, että niille ei ole helppoa. Als ob die Banane nun so und so viel Grad hat und die Gurke so und so viel, das ist doch völlig unwichtig. Hauptsache sie schmeckt und ist gesund. Знам, че дребни производители, дребен бизнес, за тях е трудно да се конкурират с цените на стоки, които идват от Европейския съюз, които са били финансирани по някакъв начин, например в селското стопанство, като получават субсидии и не ги прави конкурентно способни. Det er vores gamle mennesker, som ikke får den hjælp, som de skal have. Pois andaram a pagar algumas coisas para destruirmos, como a pesca, algumas partes da agricultura pagaram para destruíram. And people, you have to understand that a lot of parts of Ireland in the 70s didn't have electricity. So in order to kickstart the economy and improve the infrastructure, we needed large amounts of money. So the fishing industry was used as part of the payment towards Europe in order to take advantage of financial gains.
Ima života i ostalo i mislim da Europska unija umjesto da radi na nekakvom jedinstvu i dalje se naglašavaju previše razlike između bogatih i siromašnih i da bez obzira na tu nekakvu ideju zajedništva. Das ist eigentlich das größte Negativum an der EU, dass wir so viel Ungleichheit noch haben, weil, keine Ahnung, okay, innerhalb Deutschlands hast du auch viel Ungleichheit, ja, Ost und West und genau das Gleiche kannst du auch in der EU sagen, oder Ost und West oder Nord und Süd. Das ist ein Gefälle des Wohlstands, das man überwinden muss. Pois há grandes desigualdades e sempre o que eu acho é que os países maiores são sempre os mais beneficiados. If push came to shove, there's nothing we could do to change it. You know, we're a little island and we might have a little voice, but when you think of all the other countries, they're much bigger than ours, and Germany, Italy, you know, all the other countries. Gal kad šiek tiek toj bendroji politikoje Europos parlamente nelabai turim kažkokį didelį balsą, vis tiek daugiausia viską lemia Vokietijos, Prancūzijos. Ако трябва задължително нещо негативно да кажа, разбирам и ми е ясно, че политиката на Европейския съюз винаги ще бъде в интерес на най-големите европейски държави, но това за мен е логично и го приемам. La cosa più negativa è, diciamo, a volte penso i nostri politici fanno fatica a capire le differenze, le differenti esigenze di ogni paese. In Africa, I would feel like Europe United, whatever it is, are kind of people who are bullying Africans, you know. They are kind of making their own rules, you know, and they are trying to manipulate people in Africa. So, and the worst part is they would come and steal our whatever, like, resources, and that's the only part I don't really like. Yeah, because you cannot come at somebody's house and tell them what to do and steal from them and still look like you are a better man. Altă problemă ar fi faptul că gândim doar pentru noi. Nu gândim pentru Europa, nu gândim pentru Uniunea Europeană. Und das Zweite ist eigentlich, dass immer noch jeder oder die meisten Staaten immer noch sehr viel auf ihren, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, auf ihren Nationalstolz oder auf bestimmte Sachen pochen, die man einfach ein bisschen hinten dran stellen müsste, im Sinne der Einheit und im Sinne des gemeinsamen Gedankens. Brusel. Diktát z Bruselu. Evropská unie měla být obchod, volné cestování, dobrý nápad, ale teď je to jenom diktát z Bruselu. Brusel povídá, musí to být tak, nesmíte být vlastní stát, musíte nás poslouchat, což je podle mě špatně. Pa prva stvar koja mi padne na pamet kad se pomisli na Europsku uniju je velika birokratiziranost same Europske unije i veliki prostor za korupciju koja se tamo događa, prije svega u vidu lobista koji se tamo u Briselu okupljaju, jer Brisel je najveće lobističko središte u cijelom svijetu. I također zbog toga što recimo Europska komisija se ne bira od strane samih građana Europe, tako da nema neke prevelike demokratske reprezentativnosti. Poměrně dost jako složitá na pochopení. Obyčejný člověk podle mě ani zatím nemá moc jako šanci se v ní nějak vyznat a moc ani nevidí ty výhody. Takže si nejsem úplně jistá, jestli je to nejlepší. Zatím je to hodně jako politika pro bohatý, než pro obyčejný lidi, což podle mýho hodně špatně. Měla pomáhat. The concept of how they come to conclusions when you have a democracy
and 51% they say yes and 49 say no. And the 51 overrules the rest. And that's not the way the nature works. And so we have to find ways on how works nature. We don't really know what seems to go on in Brussels. Yeah, and all we ever get, I think, is the bad side of the story, where politicians are just clocking in and then not doing anything. They've got all these fancy offices with ensuite bathroom and all that kind of stuff in Brussels. Daarnaast natuurlijk de laatste jaren gaat het misschien iets minder goed met de EU. Omdat ik het gevoel heb dat veel mensen het gevoel hebben dat de EU heel ver weg van hun bed is. En dat ze helemaal geen voeling hebben eigenlijk wat er op met hoogst niveau gebeurt. En dat daar ook helemaal geen inspraak bij hebben. Je pense aussi au glyphosate, beaucoup de scandales qu'il y a eu en Europe récemment. On se sent déconnecté par rapport au pouvoir en fait, européen. Et quand on va voter, on ne sait même plus pour qui on vote, on ne sait pas pourquoi on vote. Ist nach dem Fall der Mauer zu schnell gewachsen, dann, das ist jetzt nicht nur politisch, das ist überall so, Wachstum ist immer nur gut, wenn Wachstum langsam geschieht. Wenn irgendetwas, egal was das ist, aber halt auch die EU zu schnell wächst, dann entstehen Konflikte. Das ist nicht gut. The one thing that I thought was problematic was some of the East European countries joining the European Union maybe too early. And I think as you went further east, so when Romania and Bulgaria became part, I think there were problems because the economies of those countries were very different to the economies of the existing European Union countries, and I think that was the bigger issue to overcome. Számomra nagyon egyértelmű az, hogy a nyugati államok nem voltak képesek azt megérteni, hogy a kelet-európai realitások, a szocializmus utáni időszak realitásai mik. We've felt us as being far behind the Western countries, which forms the European Union. Our hope was that these countries will come to help us. But the Western countries, first of all, looked for their own interest. They didn't look for our interest. And sometimes our interest and their interest were different. I'm happy that the Romanians didn't enter the Eurozone because it's a trap. We know the example of Greece, which was trapped in Eurozone. If you are a little bit backward, like Greece or Portugal or other country, Eurozone is not good for you. Είμαι από την Ελλάδα. Η χώρα βρίσκεται σε τραγική οικονομική κατάσταση. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Σίγουρα φταίει όχι ο ελληνικός λαός, φταίει η διαχείριση των ελληνικών πραγμάτων. Από εκεί και πέρα, αυτό που ξέρω είναι ότι έχουμε κάποια δάνεια σαν χώρα που δεν θα τα ξεπληρώσουμε ποτέ. Και αυτό άμεσα επηρεάζει τη ζωή μου. Οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να κατηγορήσω πρώτα την κυβέρνηση της χώρας μου ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. O euro também não foi bem preparado, não sei se foi por União Europeia, se foi pelos portugueses, mas enfim, já passou, já estamos mais habituados, estamos a funcionar agora um bocadinho melhor nesse aspecto. Sobre todo el haberlo hecho una moneda conjunta, no se ha pensado de que en los diversos países de la comunidad no se tiene el mismo nivel de vida, dado que por esta situación muchos países no van acorde a los precios que teníamos antes. Aquí antes una barra de pan costaba
en comparación con el euro 25 céntimos y ahora Barrepán te cuesta a 90 céntimos o 1 euro, con lo cual la proporción salario y sueldo ha cambiado mucho. That kind of side of things, you know, anti-immigrants, all that became very strong, and particularly down in the south of England, I think that was very, because they do have more people coming into the country, obviously, and they'd have to do, whereas here, you know, we don't have much of a problem with immigrants. Not that immigrants are a problem, really, but passing on. La prima cosa che mi viene in mente è la questione migrazioni, soprattutto in questo periodo storico in cui viviamo. Pa mislim da od negativnih stvari bi izdvojila način na koji se Europska unija nosi sa izbjegličkom krizom, mada nisam sigurna koji je pravi način. Jag skulle säga att alla skulle hjälpt till mer och öppnat sina gränser, för att det är ingen snack om saken om att de som kommer har det värre än vad vi har. I think it's been very difficult. I know Angela Merkel has been, I mean, I actually applauded her for the way she handled it, in that she came out and said, we cannot just allow these people to die. We have to help them somehow. Normalerweise, das können wir verkraften, weil wir sind in Europa über 500 Millionen Menschen. Und 1 Million Menschen können wir ganz ruhig denen Schutz geben, ob humanitärisch oder anderes. Das machen auch sehr arme Länder, auch zum Beispiel in Pakistan, Iran und andere Länder. Gerade junge männliche Muslime in Europa wie ich haben es wirklich nicht leicht, weil ein Bild gezeichnet wird von einem jungen Mann, der sich schlitzohrig immer den schnellsten und kürzesten Weg sucht. Die Realität ist, die meisten von uns arbeiten hart für ihr Brot. Die meisten von uns sind nicht kriminell. Und die meisten von uns versuchen auch einfach nur von einem Tag in den nächsten zu leben und irgendwie voranzukommen. Und man ist froh, wenn man hier diesen Ort hat, an dem man vorankommen kann. Hier in Europa. Nie wszystkie państwa Unii Europejskiej są przygotowane na napływ uchodźców. Świadomość tego, że musimy sobie pomagać nawzajem, nie jest jeszcze tak oczywista dla wszystkich. Manga verschiedene Flüchtlinge kommen her, die manga Probleme. Povai, ou dai, dia nai. Podi ha manga min viena i si, Mediterranean i Italian si. Dol. Jag är snaga kamera. För det är lite så människa som my feeling broken. Es ist so, dass im Moment, vielleicht gerade wenn es der Flüchtlingsfront, das alles ein bisschen, die Zusammenarbeit ein bisschen erschüttert, also dass es verschiedene Positionen gehen, die es mir schwer machen, für zusammen zu schaffen. Und dass du, wenn es Kommunikation auch bis mir schlecht genoss und erlascht. Hát azt gondolom, hogy nem lehetséges az, hogy egy olyan mindenképpen kisebbségnek tekinthető népcsoport, aki nem tartozik az adott ország állampolgárai közé, aki oda engedély nélkül jött be, az ugyanazokkal a szabályokkal kezdhesse el az életét a közösségben, mint amilyen módon a többiek abban élnek. Das Negative ist natürlich, dass, wie soll ich denn das jetzt sagen, dass das mit die Grenzöffnung wahrscheinlich ein bisschen zu zügig gegangen ist und dass das ausgenutzt wird. Darum geht es ja auch. Dass das man will ja auch nicht fremdenfeindlich sein, aber dass die das ausnutzen, und das haben die vorher nicht eingeschätzt, dass da welche dabei sind, die praktisch nur die Hand aufhalten. Das ist meine Meinung dazu. Und das ist auch so. Da brauchen wir keiner was vormachen, das ist so.
I felt myself personally offended, and because after the fall of the Iron Curtain, and I was very enthusiastic, and I wanted to see our dreams, the Western Europe civilization, to see Paris and Rome and whatever, but we couldn't. We couldn't. Even this was very close to us. We were always Europeans. We could speak fluently German or English. We couldn't because you need a passport. Even if you have a passport, you need a visa. And this lasted for 15 years. So if I see people from Africa or from Middle East entering in Europe just like that, I feel frustrated, I feel insulted, because why I was stopped to enter and they are free. They can enter just like that. It's unfair, it's a scam. Това е една много гадна политика, която е направена преди много години. Защото когато ти влязат много араби и такива, които не ги знаеш какви са даже, в Европа какво става? Паника. Става една гадна паника. Нали трябва да им даваш да хапнат? Нали трябва да им даваш... В Европа няма възможност. Чакай сега. Има примерно за милион, за два, ама за 20-30 miliónů има ли? Je jich strašně moc. Je to prostě neudržitelný systém, místo aby se podporovaly rodiny, malé děti, a aby měli mladí lidi a měli hodně dětí, tak se podporují přistěhovalci, kteří nebudou nikdy pracovat, budou dostávat akorát sociální dávky, všichni se na ně budou muset skládat. Je to špatná pozitivní diskriminace. Jo, když někdo utíká z politických důvodů nebo kvůli válce, dejme mu místo, aby mohl tady žít, když se situace uklidní, aby se mohl vrátit. Ale ekonomický uprchlíci, to je špatně. Proč oni se tam nemají stejně jako my? Oni měli stejný čas, 2000 let, a žijou tam ve stanech. Je to holt rozdělený, takhle celý svět rozdělený. Jako kdybych já záviděl Japoncům, že se mají líp, ale prostě musím pro to něco udělat, ne někam utíkat. Takže dostala sa ku mne taká šanca, že ísť sa pozrieť do Idomeny, do toho uprchlického tábora s jednou dobrovoľníckou službou, ktorá tam distribuovala pomoc tým uprchlíkom, a bolo to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť, ale nemôžem povedať, že by som to videla, že by som viacej rozumela tomu problému, keď som navštívila tento tábor, pretože videla som tam ľudí, ktorí boli poznačení vojnou, alebo boli tam ženy samé s deťmi, ale zároveň tam boli aj ľudia, ktorí vyslovene zneužívali tú situáciu, názor na to, že takto by to malo s tými uprchlíkmi, alebo takýto sú, alebo tak, že to asi nie je jednoznačný problém. Schon bevor wir losgefahren sind, rechneten wir damit, dass die Meinung der Menschen innerhalb der Europäischen Union gegenüber eingereisten Geflüchteten stark auseinandergehen. Wir versuchten durch Gespräche die verschiedenen Standpunkte zu verstehen. Hierfür traten wir mit Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in den Dialog. Dabei setzten wir unsere Reise durch die Staaten der Europäischen Union fort. Als nächstes reisten wir in die Slowakei, das Land der Burgen. Mit mehr als 200 der alten, eindrucksvollen Gebäude besitzt sie die meisten Burgen pro Kopf weltweit. Tschechien, das Nachbarland der Slowakei, hat mit 1,9% die geringste Arbeitslosenquote in der EU. Polen überwältigte uns mit überraschender Flora und Fauna. In einem kleinen Urwald im Osten des Landes entdeckten wir Bisons, die größten freilebenden Säugetiere Europas. Weiter ging es nach Litauen, das Land, das sich 1990 als erste Unionsrepublik der UdSSR zum souveränen Staat erklärte. Wir erkundeten immer mehr Länder, die wir noch nie zuvor bereist haben, trafen immer mehr Menschen, mit denen wir sonst nie in Kontakt getreten wären. Gemeinsam mit ihnen wollten wir träumen. Wir wollten von ihnen wissen, wie sie sich eine perfekte Europäische Union vorstellen.
würden von euch gerne mal hören, wie ihr euch so die ideale, perfekte EU vorstellt. Oh, da könnte man, glaube ich, ein paar Stunden lang drüber philosophieren oder träumen. Și pentru mine o Europa ideală ar fi o Europa în care nu există război, o Europa a păcii. Бих искал да няма война първото. No conflicts, no war. Бих искал хората да бъдат добри. Бих искал любов между хората. La verdad que nunca he pensado sobre una Unión Europea ideal. Supongo que sería una Unión Europea donde todos los países tuvieran el mismo poder de voto, aunque haya países más ricos y países más pobres. Entiendo que sería un lugar donde todos en unión nos queremos ayudar entre nosotros. Για μένα η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, μπήκαν οι χώρες σε αυτή τη διαδικασία για να έχουν μια κοινή γραμμή, την οποία δεν νομίζω, δεν μπορούμε να έχουμε μια κοινή γραμμή, γιατί όταν άλλοι λαοί, ας πούμε, ο κατώτατος μισθός τους είναι 2.500 χιλιάρικα και ο δικός μας κατώτατος είναι 3 εκατοστάρικα, 300 ευρώ, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια κοινή γραμμή. Υπάρχει ανισότητα. Αυτή η ανισότητα, αν θα μπορούσαν όλες οι χώρες να φτάσουν σε ένα σημείο που να έχουν τα ίδια εισοδήματα, τις ίδιες τιμές, τα ίδια έξοδα, τότε ίσως και να μπορούσε να είναι να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξέλιξη της δικής μου χώρας. Určitě víc, aby pomáhal prostě jako lidem, obyčejným. Aby měli lepší pocit nějaký jistoty, jak ve státu, tak i celkově v celé té Evropě, aby... In mijn ideaal Europa is er eigenlijk dus een veel directere lijn tussen de burgers en het politieke leiderschap. Als we nu gaan kijken naar wat we eigenlijk mensen van Europa vinden, denk ik dat er veel mensen geen idee hebben waar dat hun stemmen terechtkomen en hoe dat zij nu eigenlijk een effect hebben op wat er in Europa gebeurt. Dass einfach Harmonie herrscht und dass man einfach miteinander gemeinsam was auf die Beine stellt und sich für die Werte, die uns eigentlich auch, wie ich schon gesagt habe, vereinen, stark macht. Das wäre so für mich der Traum. People are different, even though they are refugees. Some people are very good people who are always thinking about other people in a good way. So stop stereotype. I would like, European to, like the leaders of the European Union, to stick with European business. Like they don't have to be crossing borders, They just need to be doing their business here and try to make life here much easier for people who are living in Europe. No z môjho pohľadu je dôležité, aby bolo zachované zdravé životné prostredie a kvalita toho životného prostredia taká, aby sme v ňom mohli bezpečne žiť. Européen, je ne sais pas comment faire ça, mais je pense qu'il faudrait faire la place aux petits pour revenir aux produits, revenir aux choses essentielles. Et du coup, quand on revient aux produits, on revient à l'humain, on revient à l'histoire des gens, on revient à l'humain. We can't just fix it on now that people are not allowed to move now because there's a border up somewhere.
we have to understand that people move all the time. We always moved. Always. That's what people do. That is what civilizations do. We move. And it's this movement that keeps us sane and keeps us healthy. So if we curtail that, it only breeds a negative. L'unico problema è che la gente che magari beneficia anche di queste cose fatte dall'Unione Europea per i cittadini non lo sa, non sa chi le ha fatte e quindi automaticamente non collega servizio, cosa positiva a Unione Europea. Es sollte einfach viel mehr Strafen geben für rechte Äußerungen. In Österreich gibt es Politiker, die komplett an der Spitze sind und täglich irgendeine rechte Kacke raushauen. Und das, finde ich, sollte einfach unterbunden werden. Mein Idealzustand ist schon, dass man sich einfach als Gemeinschaft fühlt und dass man sich für seine Vielfältigkeit auch schätzt. Dass man schätzt, dass Frankreich anders ist als Deutschland und dass Griechenland anders ist als Deutschland und dass Ungarn anders ist als Deutschland und das auch akzeptiert und versteht, dass dass wir auch verschiedene Geschichten haben. Klar haben wir irgendwie eine gemeinsame europäische Geschichte, aber wir haben ja auch noch viel mehr als das. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass man diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede einfach erkennt und schätzt und nicht versucht, so einen Einheitsbrei rauszumachen. Не, очень важно сохранить все-таки местные как-то вот эти все традиции и различия от других стран, чтобы мы не стали просто одной. Да, все-таки у каждого свои тоже и ценности, и различия есть между странами и между людьми, и это все-таки должно влиять. Ce doresc Uniunii Europene este faptul să-și păstreze farmecul, să-și păstreze fiecare individualitatea ca națiune, ca popor, dar într-o stare de armonie. My ideal state of the EU is that every person in the EU would be aware and accept that doing stuff together isn't like easy, and maybe aware of the importance of figuring out how to do stuff together, like what impact that has for themselves and the world. At least that's my opinion. Obviously that's not everyone's opinion, that it's better to do stuff together. But yeah, that everyone could accept that and, be okay with failing today to try again tomorrow. You debate stuff, you don't reach an agreement, you get up and you try again. It's not necessarily a general failure to fail today. It's just a product of human beings being present with each other. My opinion, it's on record, still on record. Yeah, okay. Now there are two directions. Politically, there are two directions. One, to a lot of integration of the countries to transform United States of Europe, which I think it's bullshit. It's stupidity. And another approach is to preserve somehow the present status of the countries and to continue the integration on some aspects which nobody knows who are. Neviem, že mne sa nepáči centrálna vláda, ako myslím si, že aj v politickom systéme je oveľa lepšie, keď ľudia majú svojich lokálnych nejakých lídrov a tí rozhodujú o lokálnych veciach, ako keď je nejak centrálne sa rozhoduje o určitých veciach. Takže myslím si, že by sa mi páčil nejaký systém, ktorý by bol viacej, ktorý by rozhodoval bližšie k ľuďom a myslím si, že toho Európska únia nie je schopná. Tak... Evropská unie, která bude dodržovat základní myšlenku Evropské unie, volné cestování, volný obchod, ale ne diktovat podmínky z Bruselu. Pa savršena Europska unija bi prije svega bila demokratska i to po mogućnosti direktno demokratska, znači da uistinu građani odlučuju o svim bitnim pitanjima.
bila bi također dosta decentralizirana, znači da svaka lokalna zajednica može odlučivati o stvarima koje nju interesiraju na lokalnoj razini i onda eventualno s umrežavanjem ugrađuju neki veći projekti. Ali prije svega to bi trebala biti Europa ljudi za Europu ljudi, znači ljudi Europe za Europu koja pogoduje ljudima, koja ne pogoduje nekim privatnim interesima, kapitalu i tako dalje. Na, tai galėtų būti kaip jungtinės Europos valstijos, aišku, išsaugant šiokį tokį identitetą, bet iš principo, kad kuo labiau visos šalis būtų panašesnės savo ekonomiką, gal teisinė sistema nebūtinai, ar ten kultūra, sakykime, jos saugojimas, bet kad ir bendra valiuta būtų tikrai idealu, kad visos Europos šalis turėtų eurą. L'Union européenne parfaite, c'est l'harmonisation entre tous les pays sur tous les plans. Fiscal, travail, normes, enfin tout. Un seul bloc, avec les mêmes règles pour tout le monde. Ideale Union wäre das, was, wenn wir eine gemeinsame Außen-, Innen- und Verteidigungspolitik haben. If you had a very strong leader in European Parliament that could make very strong, influential decisions that impacted each member state in a very positive way, that's a utopia situation. Idealmente, diciamo, ci vorrebbe più forza nel Parlamento europeo, più potere, la possibilità eventualmente di eleggere un presidente europeo eletto direttamente dalle persone, come negli Stati Uniti, per intenderci, manifestare le loro esigenze di ogni singolo paese, insomma. Quindi ci vorrebbe, secondo me, alla fine il sogno di arrivare a un governo unico. Представям си го разрастващ се и обединяващ повече и различни държави и етноси и не ограничен в рамките на Европа. И в крайна сметка дали ще бъде Европейски съюз или някакъв друг съюз, за мен важното нещо и смисленото нещо е да се премахнат ограниченията между държавите, за да може да има свободен поток на хора, идеи и капитали, за да може да се подготвим за нещо по-голямо, което идва, а именно разширяването на човешката нация в космоса. Die Themen Solidarität und Vereinigte Staaten von Europa spalteten unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner tief. In Ländern überall in Europa wünschen sich manche Menschen mehr Solidarität innerhalb und außerhalb der europäischen Grenzen. Manche wünschen sich eine engere Zusammenarbeit zwischen den Staaten, eine stärkere Harmonisierung, also eine Gemeinschaft, in der die eigenen Ländergrenzen immer mehr an Bedeutung verlieren und die einzelnen europäischen Staaten immer mehr miteinander verschmelzen. Andere wünschen sich mehr Souveränität für das Land, in dem sie leben. Weiter ging es auf unserer Reise durch die schöne Natur Lettlands. Hier gibt es den breitesten Wasserfall Europas zu bestaunen. Ganz weit vorne ist Estland beim digitalen Fortschritt. Hier können die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise schon seit der Parlamentswahl im Jahr 2005 digital wählen. In Finnland dagegen setzt man auf Glücklichsein. In dem skandinavischen Land leben trotz der dunklen Winter die glücklichsten Menschen der Welt. Doch zurück zu unserem Ziel der perfekten Europäischen Union. Was können wir machen, um den bisher nur geträumten Idealzuständen ein kleines Stückchen näher zu kommen? A máte představu, jak se tam můžeme dostat? No. Aladdin. Νομίζω ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τη ζωή μας μπορούμε μόνο εμείς οι ίδιοι να τη βελτιώσουμε ως άνθρωποι. If I could just pull something out of my pocket and say, this might be a good idea. I don't know. I think doing a broad voluntary service is already a really good step. You know, taking yourself out of your context that you grew up in and deciding to go somewhere else to help someone else to familiarize yourself with the vulnerabilities of other countries and of other cultures. Auf Neues sich auch kümmern diese Jugendlichen, die in diese Viertel wohnen, wo sie weniger Chance haben. Sodass man muss sie hören. Wenn wir sie nie hören, wie können wir dann sagen, hey, wir tun dieses oder das für diejenigen, die aus Syrien oder aus armen afrikanischen Ländern kommen. Wir tun dieses oder das und er soll das akzeptieren, wenn sie das Gefühl haben, selber nicht gehört zu werden. It's difficult here to live without your family, your own family. Everybody here, especially the refugees, are living without family. So it's very difficult to be alone and to live without family accompanying you. Min bror eller min søster, det er god life. Kun jeg har problemer, det dårlige regler i mit hjemland. Regeringen betaler sammen government. Derfor jeg kommer her. Myślę, że możemy stworzyć wiele nowych wspólnych projektów, które pozwolą nam lepiej poznać kultury, lepiej, w łatwiejszy sposób podróżować, może za mniejszą ilość pieniędzy. Myślę, że każdy w naszym wieku marzy o podróżowaniu, o poznawaniu naszych rówieśników. Mnie osobiście ciekawi, w jaki sposób w innych krajach w naszym wieku osoby uczą się, czy jakiej muzyki słuchają, czym się interesują. Myślę, że w przyszłości możemy to polepszyć. Was wir konkret besser machen sollten in Europa, ist in den offenen Dialog zu gehen, uns gegenseitig zuzuhören und einfach mal die andere Seite der Medaille zu sehen. Es gibt immer eine andere Seite. Ältere Menschen haben in der Regel vielleicht keine muslimischen Freunde oder auch keine Muslime in ihrem Bekanntenkreis. Da haben sie vielleicht den einen Muslim auf ihrer Arbeit, wo sie denken, hey, das ist unangebracht hier auf der Arbeit meinem muslimischen Kollegen auszufragen. Der ist ja nicht jeder Moslem, sondern der ist nur ein Moslem. Und dann haben sie vielleicht Angst, aber ich würde die Leute eher dazu animieren. Stellt Fragen. What's happening worldwide is that there's a lot of money worldwide, and not only in the EU. People with a lot of money, they buy land because that's a safe investment. But when a lot of people buy land, the price of land is going up. So, and that makes the economy let's say worse or stuck, because they have to we have to pay it in the mortgage of your house or things like that. So put all the money in buying land and give it for free to farmers. Die Politik sollte wesentlich weniger bürokratisch sein und näher an der Realität. Das heißt dann auch am Umweltschutz, weiter weg von den Lobbys. Mislim da se treba puno više fokusirati na ekološku osviještenost o klimatskim promjenama. Także na pewno byłoby bardzo dobre, gdyby Unia Europejska właśnie zajęła się głównie, no można zacząć od sklepów, ponieważ te opakowania można dużo alternatyw zastosować, aby jednak to zużycie plastiku zminimalizować. Jag tror att skatter är en bra grej. Flygskatt och utveckla tågtrafiken så man kan ta tåget i hela Europa.
och verkligen så här, sätta press på stora oljebolag och lobby, ja, så att de inte får den makten de får. Och ja, men reglera med skatter tror jag funkar. Flygskatt, köttskatt. C'est un pouvoir, enfin une volonté politique. Donc que les politiques européennes décident de favoriser le marché interne plutôt que le marché extérieur. Donc favoriser les acteurs locaux, les produits locaux. Et ensuite c'est aussi une volonté de la population. C'est à la population d'amener des solutions qui sont durables, qui sont des solutions à long terme en termes de qualité de produits et en termes de qualité de vie. Gibt es drei Sachen, die absolut essentiell und wichtig sind. Bildung, Bildung und Bildung. De aeroporturi și într-adevăr și eu cred în educație. Dacă avem oameni educați, acești oameni pot fi controlați puțin mai greu, însă acești oameni vor aduce plus valoare în Europa. Wenn man noch ein Fach einbaut, europäischen Geschichtsunterricht, wo man einfach auch von anderen Ländern was erfährt. Das fände ich cool und notwendig. Чрез образование. Защото национализма в голямата си част се поражда от необразованост. Ich glaube, dass man viel von der Lügenpresse rausfiltern müsste und dass auf Facebook eventuell diese ganzen Filter da, die Facebook hat, irgendwie anders machen muss, weil klicke ich irgendwie öfters die FPÖ-Seite an, dann wähle ich öfters die Heute-Seite an, dann ist das sofort ein Algorithmus, der mir nur Informationen liefert, die ich will und füttert meinen Glauben an die Welt. Und das finde ich halt scheiße, weil du gehst einmal ins Internet und kriegst diese Infos, die du haben willst. Měli by problém řešit v Africe, měli by problém řešit u nich, ne tady. Zurückschicken, wie es jetzt wie es praktiziert wird. Die nicht hier zu suchen haben, sollen es ruhig zurückschicken. Ist kein Problem damit. Ez az egész folyamat megállna, hogyha az EU valamilyen szinten egy egységes kezelést bevezetne erre. Hogyha kimondaná azt, hogy van egy fogadópont Törökországban, van egy Algírban, van egy tudom is én hol, és aki nem ott jön, az nem jöhet. Pont. Untereinander offen natürlich, aber auch eigentlich offen nach außen. Damit meine ich jetzt nicht die EU-Außengrenze, dass wir die Tür aufmachen für jedermann. Aber für die Leute, die Schutz bedürfen, sollte man weiterhin nach Lösungen suchen und nicht irgendwelche dreckigen Deals schließen mit der Türkei oder mit Libyen. I feel like there should be a more simple, more organized and easy to understand and easy, like a well-managed system of how the refugees are distributed. Porque aunque seamos todos una unión de países, no estamos solos. Entonces creo que tenemos que también mirar a los que están fuera y ayudar a los otros países, aunque no sean parte de la Unión Europea. Il problema dell'immigrazione è un problema enorme che deve essere affrontato a livello mondiale, non a livello europeo, a livello mondiale. Ma almeno a livello europeo dovremmo anche qua far capire che c'è una politica comune che tende a tutelare anche le persone che vivono nei singoli stati. En het zou eigenlijk wel heel handig zijn, denk ik, om een soort digitale oplossing te vinden voor eigenlijk het volk te raadplegen en echt een efficiënte manier te vinden voor daarop te gaan handelen eigenlijk.
Mogoče bi mogli biti majhni ljudje, ki vejo, kako je živeti, če ti nekaj nimaš, oziroma živeti skromno. Take ljudi bi mogli postaviti na vrh, ker bi... I just think leaders have to not be selfish, and they don't have to be concentrated, because that's how I feel. Like they just want the best for themselves. They don't care about others. So if they can do that, the world will be a better place. Na ir dabar vyksta iš principo tas ES fondai, tai jie yra tam, kad visos naujai įstojusios šalis pagerintų savo ekonomiką. Ir jeigu, čia yra gal negražu taip sakyti, kad daugiau pinigų duotų Vakarų Europą rytams, bet jeigu norim kažkaip greičiau kažką pasiekti, tai čia vienas variantas būtų, o antras būtų, kad patys mes iš savęs kažkaip labiau reguliuotume. Das muss man auch, die ganze Europa, eine eigene Politik haben. Der eine Land verkauft mehr Waffen an Diktatoren, die andere helfen den Migranten, die anderen sind dagegen und so weiter. Dass wir eine gemeinsame Politik haben, dann können wir mehr erreichen und das auch können wir ganze Sachen ein bisschen besser organisieren und koordinieren. Je pense que chaque personne, au niveau personnel, doit prendre conscience qu'on n'est pas tout seul et que justement d'avoir un bloc en Europe, ça serait plus intéressant pour tout le monde. Le persone vanno ascoltate soprattutto nella loro difficoltà quotidiana e questo secondo me dovrebbe essere compito dei politici locali che devono discutere all'interno del Parlamento europeo e nel Parlamento europeo occorre bilanciare queste singole esigenze, ascoltando i politici locali. I think it's a generational thing, and in order for everyone to come together, our children and our children's children and their children have to be brought into the environment, have to be brought up into an environment of being European. Not British, not German, not French, not Italian, but European. They have to be educated to be European. And in order for the European Union to work effectively, everyone has to feel part of the same family. So yes, I was born in Britain, but I'm a European. Yes, I was born in Germany, but I'm a European. And that would be then the United States of Europe, which a lot of people don't want. That would be, for me, the solution. It's probably 50 years away. We'd have to start now. I da se jednostavno svi zajedno ujedinimo i shvatimo da zajedno možemo napraviti nešto bolje, nešto jače, nešto ljepše i vršimo pritisak na sve da Europska unija krene u tom smjeru. Jer oni koji trenutno imaju vlast na razini Europske unije neće sami napraviti nešto u tom pokretu, mi ih moramo natjerati na to. Während unserer Gespräche interessierten wir uns sehr dafür, welche Ideen verschiedene Menschen für eine bessere Zukunft der Europäischen Union haben. Hierbei haben wir festgestellt, dass die Interviewten stets Lösungen im Kopf haben, die ihr persönliches Leben betreffen und verbessern würden. Dabei kamen Bereiche wie interkultureller Austausch, Agrarwirtschaft, Bildung und konkrete politische Maßnahmen zur Sprache. Wir haben probiert, während der Reise mit möglichst vielen verschiedenen Menschen zu sprechen. Einer Schülerin aus Polen, einem Selbstversorger in Bulgarien, einer Rentnerin in Schottland und einer umweltbewussten Schwedin. Apropos, in Schweden muss jeder gefällte Baum durch 3 neue ersetzt werden. Somit wächst der Waldanteil in dem skandinavischen Land jährlich. Über die Hälfte der Landfläche besteht schon jetzt aus Wald. Dänemark brilliert dagegen in einem anderen Bereich. Es ist das Land mit der geringsten Korruption Europas. Nach unserer Reise durch die Länder der Europäischen Union haben wir nun verstanden: Egal wie das Land, in dem wir geboren sind, aussieht, egal wie warm oder bergig es dort ist, wir sind alle Menschen mit ähnlichen Ängsten und Hoffnungen, mit oftmals gleichen Wünschen für die Zukunft.
Was ist los mit Europa? Mit dieser Frage haben wir uns auf die Reise begeben. Wie du gesehen hast, das ist nicht leicht zu beantworten. Allerdings haben uns die vielen Gespräche mit den Menschen, die wir auf unserem Weg getroffen haben, geholfen zu verstehen, wie unterschiedliche Menschen ihre Meinung bilden. I'm very happy because I'm from Africa that I'm here, and I'm happy to be part of the community, and and I've been very well welcomed in Finland and in Europe, and I'm just thankful to be here and for the friendship that I got ever since I'm here. I thought at first it's going to be difficult because of my skin color, but every people that I met, they're like, oh no, we don't really see your skin color, whatever. So I really like that, because I was thinking that I was coming to a place where there's like you really feel the racism, but so far I haven't felt that way. More eco products. Stop using fossil fuels. You have to stop using fossil fuels. You have to stop using these one-off plastics. You will have to recycle more, says she with quite a lot of shoes. So it's listening to the media that tells you that you're going to need all these iPhones and new Sony cameras, and it's this continuous flow of products that's not necessarily needed has to stop. We have to take a step back and let animals live here and plants grow, and we're not the only species on the planet. We have to share it with everybody. Myślę, że jeśli będziemy się kierować wspólną pasją, wspólnymi zainteresowaniami, możemy stworzyć coś naprawdę pięknego, co umożliwi nam rozwinięcie się. Aš manau, kad jeigu, pavyzdžiui, būtų koks nors Erasmusas prieš antrą pasaulinį karą, tai tikrai, manau, jis net nebūtų ir įvykęs, nes koks nors anglas nebūtų savo draugų Vokietijoje bombardavęs, nes žinotų, kad ten gyvena koks nors tai Patrikas, su kuriuo kartu tūsinom ir gėrėm. Ich finde, man müsste mehr zusammenhalten, und gerade die Jugend, die ja ihr Leben noch vor sich hat, und die muss da wirklich kreativ sein. Nicht nur immer schimpfen und alles ist Mist, sondern auch mal wirklich dann sagen, Mensch, wir wollen was verändern. Možná by lidi měli víc myslet i na druhý, nejenom na sebe. A přemýšlet víc o společnosti jako takový, než jenom nad bohatstvím a úspěchem. Ich gehe so, dass du jeder individuell am Anfang gefroht, also nicht ist Politik, dass man einfach mit nicht schwatzen und vielleicht Diskussionen führen und dass jeder einzeln muss einen Schritt machen, weil weil wir als Menschen sind und dass es einfach viel mehr wichtig geht, wie just muss, dann, dass wir am Anfang alle können gut leben, wenn wir irgendwie mal den Eins gehen durch Kommunikation. If you go back not that long ago, the arrangement of 3 Germans coming to visit an American, living in Belgium/the Netherlands, living with lots of other people from the EU was nearly impossible, not just legally, but socially and culturally. It was too tense, too difficult. And that is possible because of arrangements like the EU, which changes the way you think
about people from other places, because you can't just say, you know, all Russians are bad or all Germans are like this, or you remember a particular person and you think, oh, well, that person's not like that. And it leaves a small space that things can be different than maybe you thought they were, or maybe how you were educated at home. Does that answer your question?